Das Coronavirus hat den Alltag vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Seit Wochen sind Schulen rund um den Globus geschlossen, so auch in Upstate New York. Dort transportieren Schulbusfahrer jetzt keine Kinder mehr, sondern Essen. Einer von ihnen ist der Berner Christian Huber. Weil jetzt die Kinder hier auch Heimschule haben, wie fast überall auf der Welt, haben sie ihre normalen Morgen- und Mittagessen, die sie sonst in der Schule bekommen, haben sie natürlich nicht. Und relativ ein grosser Teil der Familie ist das natürlich, die rechnen damit, dass ihre Kinder während der Schulzeit zu essen bekommen. Und darum tun wir ihnen jetzt zum Morgen und zum Mittag während der Schultage verteilt durch uns, dass es nachher so ist, wie wenn sie in der Schule wären. Der Schulbusfahrer ist vor 3 Jahren nach Amerika ausgewandert. Zusammen mit seiner Frau lebt er in Stanfordville, Upstate New York, circa 2 Stunden von New York City entfernt. Da es momentan nicht möglich ist zu reisen, hat Christian Huber sämtliche Bilder selber gedreht und gibt uns damit einen Einblick in seinen Alltag. Statt morgens um 6 geht der Tag nun erst um 9 Uhr los. Und nachher gehen wir in 2 Gruppen, also immer ein Fahrer und ein Beifahrer, fahren wir los. Wir gehen als erstes wir haben 2 Schulhäuser, wo die Küchen besetzt sind, wo die Essen machen. Gehen wir zuerst in das Schulhaus, wo wir müssen, die Essen aufladen. Auf dieser Route, wo ich bin, wir verteilen ca. etwa 170 Essen pro Tag. Total bei uns in dem Schuldistrikt, den wir jetzt beliefern, sind es so zwischen 900 und 1000 Essen, die am Tag rausgehen. We're good now, you think, Yaya? All right, Yaya. We're rolling, Yaya. An 3 Tagen liefern rund 8 Schulbusse das Essen aus. Um den Kontakt möglichst gering zu halten, müssen die Eltern oder die Kinder das Essen an der Straße abholen. Good morning, guys. Good morning. How many did we have? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bye. 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 Im Ganzen sind es ca. 90 Kilometer und 50 bis 60 Stopps, die Christian Huber und sein Kollege an einem Tag abfahren. Alle Kinder bekommen Frühstück und Mittagessen. Eine Initiative, die auch die Eltern entlasten soll. Morning. Morning. Wir wissen ja nicht genau, arbeiten viele von den Eltern, sind die überhaupt so mobil, dass sie für ihre Kinder und für sich selber genug einkaufen können. Bei diesen Familien ist es schon ein Teil von, die rechnen damit, dass die Kinder zu essen bekommen in der Schule. Und sie zum Teil natürlich auch nicht daheim, zum Teil arbeiten ja die Leute gleich auch noch. Und so kann man sich sicherstellen, dass die mindestens ihr Morgen und ihr Mittag auf sicher haben. Nicht nur am Essen haben die Kinder Freude. Wir haben nicht so Freude, dass sie den Schulbus gesehen morgen. Wir haben festgestellt, die Freude ist jetzt viel grösser geworden, als sie den Schulbus gesehen, wenn wir kommen und nur zu essen bringen und dann wieder gehen. Und, ja, ich glaube schon, die Leute schätzen das sehr, dass man das macht. Wir bringen ja nicht nur zu essen für die kleinen Kinder. Also das heisst, Kindergarten und 1. und 2. Klasse, die können sie ja nicht nicht Homeschooling machen mit Computer. Die bekommen so alle 1,5 Wochen bekommen die von den Lehrern ein Kuvert mit so Aufgaben drin, die sie machen können, Zeugs, die sie daheim machen können. Die sind immer wahnsinnig begeistert, wenn wir vorbeikommen. Statt 50 Busfahrer beschäftigt die Firma momentan nur noch 16. Und die Fahrer, die noch arbeiten, fahren statt an 5 nur noch an 3 Tagen. Das hat auch einen finanziellen Einfluss. Wir, die das Essen liefern, wir werden einfach normal bezahlt für die Tage, wo wir das Essen liefern, wie wenn wir Kinder rumfahren.
Und der Rest wird nachher von der Arbeitslosenkasse ausgezahlt. Aber dort kann man nur, das ist so ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz, da gibt es einfach 80% vom Lohn. Die gar nicht arbeiten, also die nicht Essen ausliefern, die Fahrer, die haben einfach 80% vom Lohn über die Arbeitslosenkasse ausgezahlt. Damit sei die Situation besser als erwartet. Und doch stellt sich die Frage, wäre man in dieser unsicheren und speziellen Zeit nicht doch lieber in der Schweiz? Lockdown ist ein Lockdown. Ob du jetzt in der Schweiz bist oder in Amerika, kannst du ja gleich nie nachher. Aber es ist natürlich schon so, weil unser Leben jetzt hier ist, bin ich natürlich sehr gerne hier. Und es ist natürlich auch der Ort, wo wir wohnen. Wir können wahnsinnig viel vorausgehen. Wir haben einen riesigen Garten, wo ich Sachen machen kann. Das ist Zeug, das ich so in der Schweiz natürlich nicht hatte. Und das bin ich natürlich gerne hier im Moment. Aber schon meine Töchter natürlich sehr vermissen. Merci. Natürlich hofft man aber auch in New York, dass die Krise bald vorbei ist und man wieder zur Normalität zurückkehren kann.